Im zweiten Video der Echolette E51 Serie befreien wir das Chassis, das wir im letzten Video zur Verwendung ausgesucht haben, zunächst erstmal von der kompletten Elektronik. Dies so ordentlich wie möglich, obwohl ein Vorbesitzer hier ja auch schon Sachen einfach mit dem Seitenschneider rausgeknipst und abgebrochen hatte. Aber wir wollen das ein oder andere Bauteil ja gerne noch verwenden, deswegen machen wir das jetzt ganz ordentlich. Ja, und dann kümmere ich mich um das Chassis selbst. Dies ist schmutzig, bröselig und hat Oxidation. Und bevor wir später die Elektronik wieder ordentlich einbauen, muss das natürlich tipptopp sein. Das schauen wir uns alles im Schnelldurchlauf an. In der Mitte des Videos gibt es noch einmal einen kleinen Sprechteil. Da erkläre ich, warum ich das ein oder andere so gemacht habe, wie ihr das sehen werdet. Und wie ich das gerne weitermachen möchte. Ja, bleibt mir nur, euch viel Spaß zu wünschen.
Ja, jetzt sind wir mit dem Zerlegen erstmal komplett fertig. Wie konnte es anders sein, dass natürlich gleich am Anfang schon Sachen passieren, die ich überhaupt gar nicht auf dem Schirm hatte? Also mir war schon klar, dass ich das Chassis, das wir verwenden wollen, komplett leer mache, weil ich möchte das Gerät tatsächlich komplett neu aufbauen, aus Teilen natürlich. Ähm, aber um erstmal alles rauszubekommen, muss ich natürlich alles erstmal losbekommen, Logo. Und da hat sich herausgestellt, dass die E51 genauso beschissen konzipiert ist wie die NG51. Denn die ein oder andere Geschichte ist vorne über die Chassis-Frontplatte festgeschraubt. Es ist schon ein kleines bisschen besser als bei der NG51. Wir haben hier zum Beispiel die Potentiometer für die Eingangslautstärke und die Tonblende. Bei der NG51 hat man vorne eine Schraube und auf der Rückseite eine Mutter. Das haben die jetzt schon ein bisschen anders gemacht. Die Mutter ist weggefallen, man hat nur noch die Schraube, aber die geht halt von vorne durch. Und wenn ich das Ganze wirklich alles loshaben möchte, dann bleibt mir überhaupt nichts anderes übrig, als diese schöne silberne Folie oder Frontplatte abzumachen. Kritisch, weil, wie gesagt, das ist ja die einzige, die ich noch habe in unversehrtem Zustand. Aber wie ihr gesehen habt, hat das ja einigermaßen funktioniert. Und ja, das Ding hat es überlebt und das werde ich jetzt erstmal schön einpacken und wegpacken, weil das werden wir ja wohl erst ganz zum Schluss wieder benötigen. Ja, was kann man dazu sagen? Also, was natürlich mein Plan ist, ich möchte das Gerät praktisch mit diesem Hauptchassiteil neu aufbauen. Und zwar ohne den vorderen Teil. Das möchte ich hinterher reinschieben. Und da habe ich schon gemerkt, das wird an ein paar kleinen Schrauben, da wird das hängen und da wird es etwas eng werden. Speziell diese hier, die wir da sehen, die werde ich wohl dann rausmachen und später wieder einsetzen müssen. Und auf der anderen Seite haben wir das gleiche. Also ihr seht, das Ding krümelt wie Sau, das muss wirklich erstmal gereinigt werden. Und wir haben hier diese selbstschneidenden Schrauben, die werde ich wohl beim Zusammenbauen dann erstmal rausmachen und später wieder reinmachen müssen. Ja, und ansonsten denke ich, wird das aber tatsächlich funktionieren. Wie gut oder wie schlecht, das wird sich dann noch zeigen. Ja, und dieses Einbauen oder dieses Bestücken außerhalb von dem vorderen Chassis und das spätere Einbauen, das hat an ein paar Ecken geklemmt. Wir haben ja eben schon die Schrauben gesehen und es hat lustigerweise, hat das bei der Platine auch an dieser Masseleitung geklemmt. Aber mir ist gerade eben aufgefallen, dass diese Masseleitung höchstwahrscheinlich nachträglich dazu gekommen ist, weil die macht relativ wenig Sinn. Warum? Also wir haben hier diese beiden Widerstände, die stecken mit einem Fuß in der Platine und die andere Seite ist auf dieser seltsamen Masseleitung. Aber wenn wir uns das mal genauer angucken, es gibt hier für diese Widerstände grundsätzlich zwei Löcher in der Platine und wenn wir uns die andere Seite anschauen, dann gehen die auch genau auf Masse. Das heißt, ich vermute, dass hier mal nachträglich irgendwas gemacht worden ist. Vielleicht sind die hier nachträglich reingesetzt worden. Und weil das natürlich im eingebauten Zustand äußerst schwierig ist, hier unten irgendwas festzulöten, nehme ich an, dass dann diese externe Masse gezogen worden ist, die uns beim Einbau aber im Weg sein wird. Das heißt, was auch immer das ist, das wird so nicht mehr da sein. Das muss weg, weil es einfach im Weg ist. Ja, aber das ist wie gesagt, so weit sind wir leider noch nicht. Das wird noch ein bisschen dauern. Ja, ansonsten, was habe ich noch gesehen? Dieser Knopf, der gefehlt hat, der lag tatsächlich doch unter den ganzen Einzelteilen im Gerät drin, aber natürlich fehlt hier die Schaltereinheit. Also da haben wir einen unvollständigen Schalter. Ja, den Trafo musste ich abmachen, weil mit dem Trafo am Chassis hätte ich das nicht rausbekommen. Nochmal, wenn wir uns das mal hier kurz anschauen. Wir haben hier das Problem, dass wir das nicht nach hinten rausziehen können, weil da dieser blöde Falz ist. Und
Es ist tatsächlich so, dass das auch nicht gehen würde. Ich hätte es mit dem Trafo auch nicht nach unten oder nach oben rausziehen können, weil der hat immer an irgendeiner Stelle hat's immer irgendwie gehangen. Und deswegen habe ich den einfach losgeschraubt und tja, ich weiß es noch nicht genau, aber es wird eventuell so aussehen, dass wir, wenn wir das neu bestücken, erstmal alle Leitungen zum Trafo nach außen legen und die dann erst fertig anlöten, wenn alles tatsächlich wieder miteinander verbunden ist und der Trafo an Ort und Stelle ist. Ja, also dass wir das Gerät dann praktisch auch erst testen, wenn wir es zusammengebaut haben. Wobei man den Trafo auch außerhalb natürlich erstmal mit den Zuleitungen belegen kann und das erstmal so improvisiert aufbaut, damit man es testen kann. Weil wenn dann noch irgendwas auffällt, wäre es natürlich schon schöner, wenn wir das gleich noch so zugänglich haben und ja, dann das Ganze noch außerhalb sozusagen verändern könnten. Aber Zukunftsmusik, so weit bin ich leider noch nicht. Was mir beim letzten Video erst zum Schluss wieder aufgefallen ist, ich hatte ja erwähnt, jetzt muss ich überlegen, was ich gesagt hatte. Ah ja, richtig. Wir haben ja hier dieses Modell ohne die zwei Fenster. Und ich habe gesagt, das ist wohl ein frühes Chassismodell, aber ich glaube mittlerweile eigentlich tatsächlich, dass es genau andersrum ist. Also ich habe ja gesagt, dass schon bei der NG51 mit den 75.000er Seriennummern oder 77.000er Seriennummern diese zwei Fensterversionen, diese zwei Ausschnitte im Blech aufkamen. Und hier sind sie nicht mehr da. Und ich blende das jetzt auch nochmal ein. Diese beiden Geräte mit Fenster und das ohne, die haben auch eine andere Konfiguration der Ausgangs- und Fußschalterbuchse. Ja, und ich denke jetzt eben, dass es genau andersrum ist, weil wenn wir uns das hinten mal anschauen, diese Anomalie habe ich nämlich tatsächlich auch schon in meinem Projekt zu den Echolette Seriennummern drin. Na, mal gucken, ob wir das irgendwie scharf gestellt bekommen. Wir haben nämlich hier das Verrückte, wir haben hier eine Zehntausender Seriennummer. Und eine Zehntausender Seriennummer, das ist schon insofern ungewöhnlich, weil es so aussieht, als ob diese Seriennummern von Echolette Vertrieb von 1959, 60 aufwärts über die Modelle aufsteigend sind. Also wild durcheinander gemischt. Und eine Zehntausender Seriennummer, das wäre ein relativ frühes Modell aus den ersten 2 Jahren, hätte ich jetzt mal geschätzt. Und das passt hier gar nicht mehr. Und das Witzige ist auch, wir sind vom Europapark Industriestraße 77 hier wieder in der Leopoldstraße. Also das war ja die erste Adresse von Echolette Vertrieb. Und es scheint so gewesen zu sein, dass der Hans Bauer sehr spät mit seiner Echolette Vertrieb wieder in die Leopoldstraße 46 eingezogen ist. Das ist ja in München-Schwabing. Die Martiusstraße, die zweite Adresse, ist übrigens gleich um die Ecke. Also diese ersten Adressen, Leopoldstraße, Martiusstraße, das ist im Prinzip im selben Viertel. Industriestraße 77, das ist ein Gewerbegebiet ein bisschen weiter draußen. Und er scheint später dort wieder eingezogen zu sein. Und lustigerweise sind hier tatsächlich auch Zehntausender Seriennummern wieder in Verwendung. Und das habe ich tatsächlich auch in meinem Seriennummernarchiv schon drin. Da habe ich ein paar und da ist ein ganz großes Fragezeichen, was das eigentlich ist. Ob das alte Chassis sind oder ob er einfach dann einen neuen Nummernkreis aufgemacht hat. Spannendes Thema. Hat überhaupt nichts mit Technik zu tun, aber das ist halt eine Fußnote, sagen wir mal, in der Echolette-Geschichte, die ich hoffentlich auch noch irgendwie ein bisschen aufklären kann. Ihr könnt ja mal zu meinem Seriennummernprojekt schauen. Ich habe da Informationen auf bandecho.de. Ich verlinke das auch nochmal unter diesem Video. Aufgerufen sind, wie gesagt, alle Inhaber oder Besitzer einer NG51, M40, M80 und so weiter und so fort. Irgendein Modell der Echolette aus den 60er Jahren oder späten 50ern. Wenn ihr mir eure Seriennummern und noch ein paar Informationen zuschicken könntet, dann würde das der Sache echt helfen.
Wie schon gesagt, dann ging es an die Vorbereitung des Chassis. Hat auch wieder nichts mit Elektronik zu tun oder mit Röhren, aber ist dennoch eine nicht weniger noble Tätigkeit, sage ich mal, des Restaurators. Es soll halt schön sein. Und da muss man zuerst mal den groben Schmutz wegbekommen. Das ist Schmutz aus Staub. Manchmal vermischt sich das auch noch mit Fett oder Öl von zum Beispiel den Laufrollen oder was man da auch immer drauf getan hat. Und das ist schon richtig ekelhaft. Und da kann man tatsächlich auch mit Wasser und gerne auch mit dem Schwamm oder der Bürste dran gehen. Einfach um diese Sachen erstmal abzutragen. Ja, und danach geht es ans Schleifen. Wie gesagt, wir haben schon etwas Oxidation auf diesem Blech. Das sieht einfach sehr matt aus und nicht mehr schön. Und das habe ich zuerst mit Schleifpapier gemacht. Dann habe ich aber den Dremel genommen, weil die Arbeit doch ein bisschen anstrengender war. Ja, und zum Schluss auch mit Nassschleifpapier das Ganze schön blank poliert. Ja, und das Ergebnis war ganz gut. Es finden sich, wie ihr nachher auch im Detail noch sehen werdet, unter der Lupe ein paar dunklere Stellen, die ich auch nicht ganz wegbekommen habe. Das liegt aber daran, dass ich an einigen Stellen der Rost oder die Oxidation schon in das Metall reingearbeitet hat. Und da sind praktisch lauter kleine Löcher drin, also so ein Pitting. Und in diesen Löchern sieht es dann natürlich auch ein bisschen dunkler aus und deswegen hat man da so ein paar dunklere Flächen. Und wenn man die wegbekommen wollte, dann müsste man natürlich viel, viel mehr Material abtragen. Aber das finde ich persönlich nicht sehr sinnvoll, denn man kann dem Ganzen sein Alter natürlich auch noch ansehen. Es soll nur nicht vor Schmutz starren sozusagen. Ja, und Patina, nicht wahr? Und nachdem alles schön sauber und poliert war, habe ich das Chassis mit Ovatrolöl eingerieben. Den Tipp habe ich von einem Freund bekommen, der sich damit auch sehr gut auskennt und der da gute Erfahrungen gemacht hat. Und dieses Ovatrol wird auch sehr viel in der Restaurierung von Oldtimern verwendet. Und ja, das habe ich mit einem fusselfreien Lappen eingearbeitet. Und das ist wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Art Leinöl mit einigen Zusätzen. Und das kann man super anwenden. Das zieht auch in alle Poren ein und in alle Ritzen von dem Metall. Und nach 24 Stunden ist das ausgehärtet. Und man könnte es sogar überlackieren. Aber das soll natürlich das Chassis vor weiterem Rost oder vor späterem Rost schützen. Schauen wir mal, wie sich das Ganze hier bei der E51 schlägt. Ja, ein kurzer Vergleich mit dem, wie es vorher aussah, zeigt auf jeden Fall, dass das jetzt deutlich besser ist. Ich muss jetzt das größere Chassiteil noch genauso behandeln. Da werde ich sicherlich auch ein größeres Werkzeug als den kleinen Dremel brauchen. Aber das müssen wir in dem Video jetzt nicht zeigen. Und das hat ja auch noch ein bisschen Zeit. Deswegen beenden wir das Video jetzt mal. Das war der Zwischenstand. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.